Oh, da vorne gibt's Bier. Ja, moinsen. Wir sind heute in der böhmischen Schweiz in Deschin. Hier gibt's einen Kletterwandpark. Und zwar gibt's hier 15 Routen in verschiedenen Schwierigkeiten. Es geht von B bis sogar, es gibt eine E-Route. Also alles dabei. Mal gucken, wie viel wir schaffen. Natürlich, wie immer, mitten zur Mittagssonne. Arschvoll ist es auch. Schauen wir mal. Noch recht große Gruppe diesmal. Stoppel ist zum ersten Mal dabei. Der Dicke auch. Der Dicke auch. Der Gut. Dicke? Die Klettersteiganlage Pastirs Gastena oder auch Schäferwand bietet 16 Routen auf 80 Höhenmetern mit Blick auf die Elbe und das Deschiner Schloss. Wir starten hier mit einer B-Route, dem hungrigen Wanderer. Die Routen lassen sich jedoch frei kombinieren, da jede der Strecken über ein Plateau führt. Perfekt also, wenn man in gemischten Erfahrungsleveln unterwegs ist. Die Schäferwand wurde 2014 eröffnet und Ausrüstung kann direkt vor Ort ausgeliehen werden. Außerdem gibt es immer wieder geführte Touren. Wer die meiden möchte, sollte also lieber früher aufstehen. Die Routen bieten sowohl künstliche als auch natürliche Tritte und es ist alles angenehm abwechslungsreich gehalten. Manche Stellen sind sehr ausgesetzt und damit für Einsteiger oder Leute mit Höhenangst eine echte Herausforderung. Ach du Scheiße. Sehr gut. Stell dich erstmal aufs Brett, sonst. Sauber. Oh, Fadi! Ja? Oh, Fadi! Ich muss einen anrufen. Fuck, Alter, ich bin so geschlafen heute Nacht. Baby. Geil. Die Routen sind allesamt extrem gut gesichert und werden regelmäßig gewartet. Aufpasser vor Ort gibt's natürlich auch. Ja. Oh. Obwohl es insgesamt recht voll war, konnte man sich durch die verschiedenen Wege größtenteils gut aus dem Weg gehen und musste nie wirklich lange warten. Direkt am Fuß der Wand gibt es übrigens eine Gaststätte, falls es mal länger dauert. Zum Schluss habe ich mich dann noch in meine erste E-Route getraut. Ja. Okay, Alter. Okay, ich glaub nicht, mach ich doch nicht. So, damit sind wir in Deschin fertig. Ein paar Routen konnten wir zeigen. Alle haben wir jetzt nicht geschafft, aber wir sind auch langsam und viel zu spät hier gewesen. Als nächstes geht's zum Nonnsteig. Ja, In die Richtung. geil. Moinsen, wir sind hier am Nonnsteig in der sächsischen Schweiz. Hier geht es auf den Nonnenfelsen hoch. Schwierigkeit ist BC. Es gibt sogar, glaube ich, eine kleine, etwas steilere Stelle mit Überhang. Aber schauen wir mal. Sieht auf jeden Fall erstmal interessant aus. Der Nonnsteig wurde 1994 als erster Sportklettersteig in Sachsen installiert. Genau genommen liegt er auch nicht in der sächsischen Schweiz, sondern im Zittauer Gebirge direkt bei Jonsdorf. Der Steig überwindet ca. 150 Höhenmeter und hat einen alpinen Charakter. Nach dem Zustieg mit Leiter und vielen Stahltritten kommt auch direkt das erste Highlight. Diese wackelige Hängebrücke mit Edelstahlplanken. Hier sollte man ein bisschen aufpassen, die Teile sind ziemlich rutschig. Geil, der Affenfelsen.
Danach geht es durch eine Spalte direkt super schön weiter. Hier klettert man ziemlich ausgesetzt um den Fels auf ein Plateau, das sich super zum Fotos machen und eventuell warten bei mehr Verkehr eignet. Nach der nächsten Spalte und einem kurzen Anstieg steht man kurz vom Gipfel des Nonnenfelsens und auch der anspruchsvollsten Stelle der Strecke. Ein Überhang, in dem umgesichert werden muss. Hier braucht es etwas Technik oder wahlweise mehr Armkraft. Alternativ kann man hier aber auch nach rechts absteigen. Genau, hier kannst du dich ja umlegen. Ja. Genau, so hänge ich mich um. Wer es nach oben schafft, kann sich ins Gipfelbuch eintragen und den Triumph genießen. Ciao. Von hier an geht es wieder durch eine Spalte und dann einen steilen Abstieg hinunter, bis eine Seilbrücke die Tour beendet. Auch am Ende dieser Route wartet wieder eine Gaststätte und man kann sich direkt ein Bier und ein paar Pommes gönnen. Oh, da vorne gibt's Bier. So, hier ist glaube ich gerade. So, Nonnensteig haben wir abgehakt. Alles dabei gewesen, kleine Brücke, 2 kleine Brücken sogar. Ein bisschen ausgesetzt, kleiner Überhang, richtig geil. Jetzt geht's zum Alpingrat. Yeah. Das ist nur eine Viertelstunde von hier mit dem Auto. Zacken schwerer. Mal schauen. Hinter mir geht der Alpine Grat hoch. Ein Klettersteig in Schwierigkeit BC. Ist jetzt gerade ziemlich voll, deswegen warten wir hier vorne noch ein bisschen. Und dann schauen wir mal hoch. Der Alpine Grat wurde 2006 auf der Mönchskanzel im Zittauer Gebirge eröffnet. Direkt am Einstieg muss man ca. 3 Meter ungesichert zum Sicherungsseil klettern. Insgesamt ist die Route knapp 100 Meter lang und überwindet dabei 64 Höhenmeter. Das klingt nicht besonders viel, allerdings ist man die ganze Zeit sehr ausgesetzt und muss auf dem Grat hauptsächlich mit natürlichen Tritten auskommen. Einige Stellen erfordern definitiv Armkraft und in Verbindung mit der freien Sicht nach unten kann das so manchen sicherlich überfordern. Wer in der Gruppe unterwegs ist, kann sich aber einfach aufteilen und einen Wanderweg zum Ende der Route nehmen. Insgesamt ist die Tour zwar kurz, aber dafür recht knackig. Als Anfänger sollte man definitiv schwindelfrei sein und seinen Armen vertrauen. Das war's schon. Ja, Ah, aber ja. abrupt das ja so, ne? Nicht weit entfernt vom Alpingrat findet man die Kelchsteine. Dieser von Erosion geformte Sandstein gilt als der bekannteste Klettergipfel des Zittauer Gebirges. Es gibt 5 Routen zwischen 7C und 8C, das Ding ist also bockschwer. Und damit sind wir auch am Ende des Videos. Wenn es euch gefallen hat, knallt gerne ein Abo raus und schreibt in die Kommentare, welche Klettersteige ihr noch sehen wollt. Bis dahin, reingehauen. Wie geil ist Geiles Ding. Ach, du Taube! Oh.